Hallo Sebastian, in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wie es mit der Rente aussieht, wenn man im Ruhestand ins Ausland zieht, wie es dann dort aussieht, was die Steuern angeht. Dies ist ein Trend, der stetig aufwärts geht. Mittlerweile bezahlt die deutsche Rentenversicherung über 1,5 Millionen Renten ins Ausland. Und ich weiß, dass du viel Erfahrung damit hast, weil es stetig bergauf geht. Es gibt also immer mehr Leute, die aus Deutschland wegziehen und dann in der Rente im Ausland leben wollen. Aus steuerlicher Sicht, was muss bei also einem Umzug ins Ausland bedacht werden, wenn man in Rente ist? Genau, also das Erste, was man sich mal klar machen muss, ist, dass auf jeden Fall eine gewisse Vorbereitung benötigt. Man muss sich genau klar werden, was man tut, denn ansonsten erleidet man möglicherweise steuerliche Negativwirkungen, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen werden. Erste Frage ist zunächst mal, endet mit meinem Wegzug ins Ausland als Rentner die unbeschränkte Steuerpflicht oder nicht? Man kann mal so ganz vereinfacht sagen, wenn ich nur ein paar Wintermonate jetzt hier in Spanien verbringe, dann werde ich weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein. Wenn ich aber tatsächlich meinen Wohnsitz in Deutschland aufgebe und dann nur noch im Ausland bin, werde ich vermutlich im Ausland steuerpflichtig sein. Das ist die erste Frage. Dann ist man nämlich auch weiterhin in den meisten Fällen in Deutschland weiterhin steuerpflichtig, und zwar beschränkt steuerpflichtig für die Rente, die man erhält, für die staatliche Rente. Es gibt dann diverse Nachteile, die zu beachten sind, wenn das der Fall ist. Es gibt zum Beispiel keinen Freibetrag mehr, kein Ehegattensplitting, man kann Sonderkosten nicht absetzen. Das heißt, die steuerliche Belastung auf die Rente kann möglicherweise sehr viel höher ausfallen, als sie ist, wenn ich in Deutschland lebe. Allerdings gibt es natürlich hier sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen und am Ende ist entscheidend, was dort steht für die Besteuerung der Rente im Ausland. Also hier hat Deutschland bestimmte Abkommen mit sehr vielen Ländern, über 100, und dort wird dann geregelt, wo die Steuer bezahlt werden muss. Da gibt es dann Länder, da werden die Renten in Deutschland besteuert oder eben im Ausland. Für die betriebliche und die persönliche Altersversorgung gelten nochmal andere Regelungen. Das war jetzt meine nächste Frage. Jetzt gibt es natürlich viele unterschiedliche Kategorien, wenn es um Rente geht. Es gibt staatliche Rente, private Altersvorsorge, Vorruhestandsgehälter, alles Mögliche. Kannst du uns so ein bisschen einen Überblick geben, wie es in den einzelnen Kategorien aussieht, was die Besteuerung angeht? Gerne. Und wir machen das bewusst jetzt sehr vereinfacht. Ja, man wird sich sicherlich hier dann steuerlich oder rechtlich von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten lassen müssen. Also fangen wir mit der staatlichen Rente an. In den meisten Doppelbesteuerungsabkommen ist festgelegt, dass Deutschland das Recht hat, die staatliche Rente weiterhin zu besteuern, auch wenn man im Ausland lebt. Es gibt einige Ausnahmen. Circa 30 Länder haben im Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland festgehalten, dass sie das Recht haben, eine deutsche Rente zu versteuern. Aber grundsätzlich kann man sagen, staatliche Rente wird in Deutschland versteuert. Private Altersvorsorge sieht dann schon anders aus. In vielen DBAs ist es so geregelt, dass diese dann im Wohnsitzland versteuert wird. Das Gleiche gilt im Übrigen für die betriebliche Altersvorsorge. Vorruhestandsgehälter, kann man sagen, ist auch relativ häufig so, dass die im Wohnsitzland versteuert werden. Vorsicht allerdings bei Einmalzahlungen. Das gilt sowohl für die betriebliche Altersvorsorge als auch Vorruhestandsgehälter. Bekomme ich hier eine kapitalisierte Zahlung mehr als ein Jahr vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, muss ich davon ausgehen, dass hier Steuern in Deutschland zu bezahlen sind. Erst wenn ich sie bekomme innerhalb eines Jahres vor Renteneintrittsalter und ich lebe im Ausland, dann ist es möglicherweise so, dass die im Wohnsitzland versteuert wird und nicht in Deutschland. Jetzt kommen wir zur Beamtenpension. Man kann eigentlich sagen, durchgehend werden diese in Deutschland besteuert. Also Beamte, die ins Ausland ziehen, können davon ausgehen, dass sie weiterhin in Deutschland Steuern auf die Rente bezahlen müssen, in fast allen Fällen. Das Gleiche gilt im Übrigen für ehemalige Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Auch hier gilt, Steuern werden in Deutschland auf die Ruhestandsgehälter fällig. Das Ganze hört sich unglaublich komplex an und da, glaube ich, ist es nochmal wichtig, darauf zu verweisen, was du am Anfang schon sagtest, dass man sich unglaublich gut darauf vorbereiten muss auf so einen Umzug und vor allen Dingen muss man sich
vor dem Umzug Gedanken machen und nicht ins Ausland ziehen und sich Gedanken machen und dann plötzlich feststellen, Moment mal, finanziell regelt sich das gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist das richtig? Dem stimme ich vollständig zu. Genau, wie wir nachher noch hören werden, man kann da sehr schnell eine sehr negative Überraschung erleben, dass man zum Beispiel auf einmal nur noch die Hälfte der Rente hat, weil der Rest letztlich steuerlich einem abgezogen wurde. Also die richtige Vorbereitung ist absolut entscheidend. Lass uns so ein bisschen weiter ausholen und über so Sachen wie die Aufgabe des deutschen Wohnsitzes und das Ende der unbeschränkten Steuerpflicht reden. Was sind da Faktoren, die man auf jeden Fall beachten muss? Hier muss man natürlich dann auch wieder beachten, was gilt in Deutschland und was gilt im Wohnsitzland. In Deutschland kann man vereinfacht sagen, ist vor allen Dingen entscheidend, habe ich dort weiter eine nutzbare Wohnung. Es geht jetzt nicht um Immobilienvermögen. Eine Eigentumswohnung kann ich vermieten an fremde Dritte und dann gilt dieser Wohnsitz als aufgegeben. Aber habe ich weiterhin eine nutzbare Wohnung? Wenn ich also mich im Ausland aufhalte, steht meine Wohnung dann einfach leer, sodass ich die jederzeit wieder nutzen kann. Nach deutschem Verständnis wäre ich dann in Deutschland weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig. Dann haben ja viele schon gehört von der sogenannten 183-Tage-Regelung. Die ist auch relativ populär natürlich und relativ weit verbreitet, aber wird auch schnell missverstanden. In Deutschland ist es zum Beispiel so, selbst wenn ich weit weniger als 183 Tage in Deutschland mich aufhalte, sagen wir 100 Tage, 80 Tage, 50 Tage, 20 Tage, sogar einen einzigen Tag, und ich habe weiterhin die vorhin angesprochene Wohnung, dann bin ich trotzdem in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das sieht in anderen Ländern aber eben anders aus. Wenn ich also zum Beispiel in Spanien bin, dort ein Ferienhaus habe und dann hier, sagen wir, nur den Winter dort verbringe, selbst wenn ich eine nutzbare Wohnung habe, bin ich nicht in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig, sondern wäre höchstens beschränkt steuerpflichtig, wenn ich noch irgendeinen Nebenjob in Spanien annehmen würde. Dann bliebe ich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Es geht also zum einen um die Wohnung, die 183 Tage. Ein weiterer Punkt ist der sogenannte Lebensmittelpunkt. Der Lebensmittelpunkt, kann man sagen, richtet sich stark nach dem Ehepartner. Ältere Menschen haben ja in der Regel keine kleinen Kinder mehr. Ansonsten ist es eigentlich immer der Aufenthaltsort von Kindern. Aber wenn ich einen Ehepartner habe und zum Beispiel jetzt eine Situation hätte, wo nur ich ins Ausland gehe, mein Ehepartner aber in Deutschland verbleibt, auch dann wäre weiterhin der Ort der unbeschränkten Steuerpflicht Deutschland. Dann würde ich aber momentan möglicherweise auch dann in meinem neuen Wohnsitzland in die unbeschränkte Steuerpflicht reinrutschen, wenn ich dort zum Beispiel mehr als 183 Tage bin. Und dann kann ich schon sehen, dann habe ich vielleicht hier eine gewisse steuerliche Bredouille, die man auf jeden Fall vermeiden muss. Also grundsätzlich zusammenfassend kann man sagen, entscheidend sind Wohnung, Aufenthaltsdauer und dann die Frage des Lebensmittelpunktes, also sagen wir mal vor allen Dingen Ehepartner. Jetzt erwähnst du vorhin schon die Frage von Steuerabkommen. Es gibt in verschiedenen Ländern natürlich Steuerabkommen, um die Situation etwas zu erleichtern. Ich dachte, wir schauen uns ein paar Länder als Beispiele an, weil ich glaube, dann können wir es so ein bisschen anschaulicher machen, wie die Situation da jeweils ist. Lass uns anfangen mit Portugal. Kannst du so ein bisschen einführen, wie die Situation dort ist? Ja, Portugal ist ja unglaublich populär bei Rentnern und das hat folgenden Grund. Portugal hat zum einen ein günstiges Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Dort ist nämlich definiert, dass Portugal hier Steuern erheben darf auf deutsche Renten und nicht Deutschland. Ja, dann gibt es in Portugal den sogenannten NHR-Status. Damit sind eben sämtliche Renten, Pensionen, Ruhestandsgehälter nur mit 10% Steuern belegt. Für viele Rentner wird das sehr steuergünstig sein und weniger als in Deutschland. Wohlgemerkt, nicht für jeden. Es gibt keinen Freibetrag. Die 10% sind ab dem ersten Euro fällig. Das heißt, wer eine geringe Rente hat, der wird möglicherweise dann weiterhin besser in Deutschland versteuern als in Portugal. Der NHR-Status hat noch weitere Vorteile. So sind zum Beispiel manche Kapitalerträge, Zinsen, Dividenden nicht steuerpflichtig. Das heißt, für Ruheständler, die jetzt hier noch Kapitaleinkünfte haben, kann dieser NHR-Status in Portugal, der übrigens für 10 Jahre gilt, sehr interessant sein. Wie sieht es denn mit Griechenland aus? Noch so ein Land, wo es viele Deutsche hinzieht im Ruhestand.
Genau, Griechenland, auch ein Land, welches gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland das Recht hat, deutsche Renten zu besteuern. Hier gilt es, eine sensationelle Regelung zu beachten. Hier hat nämlich Griechenland einen Sonderstatus, bei welchem griechische oder Personen, die in Griechenland leben und jetzt Pensionäre sind, Rentner sind, nur 7% Steuern zahlen auf ihre ausländischen Einkünfte. Wohlgemerkt, das sind jetzt nicht nur Renten, dazu zählen auch Kapitaleinkünfte und so weiter und so fort. Also kann sehr interessant sein, Griechenland. Wie sieht es mit Italien aus? Ich weiß, viele von uns fahren gern nach Italien in den Urlaub. Wie sieht es zum in die Rente gehen dort aus? Genau, Italien hat einen ähnlichen Status wie die Griechen, einen ähnlichen Sonderstatus wie die Griechen. Auch hier gilt 7% Steuern auf ausländische Erträge, Renten und alle möglichen anderen Einkünfte, Kapitalerträge und so weiter und so fort. Wichtig zu beachten bei Italien: Deutschland hat das Recht, deine Rente zu besteuern, deine staatliche Rente. Das heißt, Italien, kann man im Grunde sagen, ist nur dann attraktiv, wenn man noch weitere Einkünfte hat, außer die staatliche Rente, vor allem die Kapitalerträge. Da natürlich sehr interessant. Und noch was ganz Wichtiges: Damit man den Status nutzen kann in Italien, muss man im Süden Italiens in einer Stadt mit weniger als 20.000 Einwohnern leben. Es geht also hier darum, mit deutschen Rentnern die verlassenen italienischen Kleinstädte wieder zu beleben. Ist ja eine witzige Idee, muss man sagen. Aber da muss man sich also natürlich gut überlegen, ist das mein Ding? Ja, ich kann jetzt hier nicht irgendwo in der Toskana leben oder so. Ich meine, das kann sich jeder Deutsche vorstellen, in der Toskana zu leben. Das ist ja fast so wie Mallorca. Hier muss ich wirklich sagen, okay, ich muss hier in Apulien, Sardinien, Sizilien leben und hier möglicherweise dann relativ einfach leben. Wenn das meine Sache ist, wunderbar, aber ist eben nicht jedermanns Sache. Lass uns noch kurz zwei nicht-europäische Länder anschauen, Thailand und die USA. Lass uns mit Thailand anfangen. Wie sieht es dort aus mit Steuerabkommen und den Einfluss, den das auf die Rente und die Besteuerung der Rente haben kann? Ja, Thailand auch wieder sehr interessant, denn auch in Thailand ist es so, dass die staatliche Rente vom deutschen Staat nicht besteuert werden darf, wenn ich in Thailand lebe. Thailand hat dann auch wiederum einen Sonderdeal, der im Grunde genommen besagt, dass meine ausländischen Einkünfte steuerfrei sind, wenn ich sie nicht im Jahre des Verdienens nach Thailand ausschütte oder dort verwende. Konkret bedeutet das also Folgendes. Jetzt haben wir 2023. Wenn ich jetzt also in 2023 Rente bekomme und diese Rente aber nicht anfasse in Thailand, kann man natürlich nur machen, wenn man Erspartes hat, sonst geht es natürlich nicht. Aber ich darf diese Rente nicht anfassen, nicht nach Thailand überweisen, nicht in Thailand ausgeben und erst in 2024 dann die Rente dort ausgebe, dann ist sie steuerfrei. Davor, wenn ich sie jetzt schon in 2023 nach Thailand ausschütten würde oder sie dort verwenden würde, würden die ganz normalen Einkommensteuern in Thailand zu bezahlen sein. Wichtig in Thailand: Die Regelung gilt wohlgemerkt nur für die staatliche Rente. Es ist explizit im Doppelbesteuerungsabkommen mit Thailand geregelt, dass sowohl die betriebliche als auch die private Altersvorsorge und Beamtenpension und öffentlicher Dienste sowieso in Deutschland weiterhin zu versteuern sind. Das heißt, auch hier vor allen Dingen interessant für Rentner, die neben der Rente noch Kapitalerträge haben. Vielen Dank. Kannst du kurz noch was über die USA erzählen? Weil ich weiß, dass viele Leute es natürlich in die USA auch zieht. Die USA, muss man ja sagen, sind sehr attraktiv. Wir haben viele Mandanten, die Kinder haben, die in den USA leben, erwachsene Kinder, und die können ja dann über die Kinder letztlich die Green Card bekommen. In den USA ist es so, dass auch hier gemäß DBA die USA das alleinige Besteuerungsrecht haben auf deutsche Renten. Das heißt also, wer in den USA lebt und Renten aus Deutschland bekommt, dem werden in Deutschland keine Steuern abgezogen und der muss diese dann komplett in den USA versteuern. Man kann eigentlich so ganz grob sagen, dass die Steuern in den USA viel günstiger sind als in Deutschland. Ich mag mich erinnern,
Wir hatten ein Paar, die hatten verschiedene Rentenzahlungen aus Deutschland. Beide hatten gearbeitet, beide haben staatliche und betriebliche Altersvorsorge gehabt. Und gemeinsam hatten sie so eine Rente in Höhe von, ich meine, so 75.000 Euro. Und insgesamt Steuern mussten sie zahlen 12%. Ja. Also das heißt, tendenziell in den USA sind die Steuern natürlich tief. Aber sie haben natürlich ein progressives Steuersystem, was bis zu 37% nach oben geht. Aber auch hier kann man wieder sagen, die USA haben das Besteuerungsrecht und es wird keine Steuer in Deutschland fällig. Jetzt, wenn man dir so zuhört, ist es ganz offensichtlich, dass das alles sehr länderspezifisch ist. Das ist also, man muss sich wirklich ganz dolle Gedanken darüber machen, in welches Land ich gehe, um den höchsten Steuervorteil zu haben. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die sich wie ein grüner Faden durch alle Länder ziehen, so bürokratische Hürden, über die man sich absolut bewusst sein muss, bevor man überhaupt Gedanken darüber macht, wohin man eigentlich zieht. Kannst du uns da 2 oder 3 Beispiele geben? Genau, also zunächst mal ist es natürlich wichtig, wenn man ins Ausland verzieht, dass man dann der Rentenkasse in Deutschland oder wer auch immer, wie gesagt, die Altersvorsorge ausbezahlt, mitteilt, dass man jetzt nun im Ausland lebt und dann natürlich in welchem Land, damit einem dann die Steuer nicht mehr abgezogen ist, wenn es denn ein Land ist, wo dann keine Steuern fällig werden. Ja. Dafür muss man in der Regel entweder eine Lebensbescheinigung einreichen oder ein sogenanntes Tax Certificate, also eine sogenannte Ansässigkeitsbescheinigung, die im Grunde genommen nachweist, dass man in dem neuen Land dann wohnt. Hier kann es verschiedene Hürden geben. Es ist ja nicht so, dass man dort in einem fremden Land in die Behörde reinläuft und am gleichen Tag dann den Wisch hier mitbekommt, sondern es kann manchmal Monate gehen, bis man es tatsächlich dann bekommt. Also man muss schon sehen, hier gibt es bestimmte Verzögerungen, auf die man sich hier dann einigen muss. Wir hatten manche Fälle von Mandanten, die waren relativ komplex. Ja, also wir hatten einen Fall zum Beispiel, kann ich erinnern, da war ein Mandant Vorstand einer deutschen Bank, der ging in Vorruhestand, zog in ein Land um, wo in Deutschland letztlich kein Steuerabzug erfolgen durfte, denn diese Einkünfte waren dann in seinem neuen Wohnsitzland zu versteuern. Allerdings wollte ihm die Behörde hier in Deutschland partout dann nicht die Steuerbefreiung gewähren. Er hat also dann deutsche Anwälte beschäftigen müssen, die insgesamt 2 Jahre lang darum kämpfen mussten, ja, dass letztlich dann hier die Rente in Deutschland oder die Pensionsansprüche in Deutschland dann steuerlich freigestellt und im Brutto in sein neues Wohnsitzland ausgeschüttet werden konnten. Ja, also das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass diese Sachen alle automatisch funktionieren. Jetzt, ich denke, bei den typischen Wohnsitzländern vielleicht schon. Ich meine, die deutschen Behörden haben schon viele gesehen, die nach Spanien gezogen sind, nach Italien gezogen sind. Das wird jetzt hier keine langen Bearbeitungszeiten auslösen. Ja? Ja. Aber andere Situationen, gerade spezifische Situationen, gerade wenn es dann auch um Einmalzahlungen geht oder eben auch Vorruhestandsgehälter und so, können zum Teil auch haarig sein. Man kann hier zwar schnell sagen, wie kann das sein, das ist auch alles genau gesetzlich geregelt. Es ist schon geregelt, aber im internationalen Steuerrecht ist halt auch vieles dann Auslegungssache. Ja? Das heißt, die Behörde kann hier behaupten, diese Bezüge sind in Deutschland zu versteuern und man muss dann im Grunde genommen per Anwalt hier intervenieren, um hier, sage ich mal, die Beamten vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, wir hatten schon ganz andere Beispiele. Wir hatten schon ein Beispiel, wo ein Mandant nach Österreich umgezogen ist. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Österreich hat im Grunde genommen Österreich das Besteuerungsrecht. Deutschland hatte auch sehr unbürokratisch und einfach hier die steuerliche Befreiung gewährleistet. Aber Österreich hat sich geweigert, die Steuern des Mandanten zu nehmen. Der musste sogar vor Gericht ziehen, damit das österreichische Finanzamt ihm die Steuern abzieht. Warum ist es wichtig, dass sie ihm die Steuern abziehen? Wenn er dort keine Steuern bezahlt, dann muss er möglicherweise in Deutschland Strafen nachbezahlen, weil er das Gehalt nicht versteuert hat. Also es war ihm wichtig, dass die Österreicher seine Steuern annehmen. Ja? Also wie gesagt, hier muss man gerade bei höheren Bezügen
und gerade bei exotischen Situationen auf jeden Fall darauf achten, dass hier es zu Komplikationen kommen kann, dass es eine gewisse Zeit geht, bis das alles geregelt ist. Manchmal wird es nicht anders zu regeln sein und man muss die Steuern zunächst bezahlen und muss sie dann eben zurückfordern über die Steuererklärung. Das andere, worüber wir uns kurz unterhalten haben, war die Überweisungskosten, die manchmal eine Überweisung von der Rente ins Ausland mit sich bringt. Kannst du 2 Sätze kurz dazu sagen? Ganz klar. Also gerade wenn man jetzt in einem exotischen Land wie Thailand lebt und gerade wenn jetzt vielleicht die Rente nicht sehr hoch ist, dann sind ja doch manchmal Überweisungsgebühren von 20, 30 Euro, die da anfallen. Je nach Konto verrechnet die Bank ja dann auch noch Umwechselgebühren in eine andere Währung, die schnell bei Banken 2-3% sein können, weil ja die Bank heute wenig Geld verdient mit Gebühren und letztlich gerade solche Umrechnungsgebühren ja eine willkommene Einnahmensquelle sind. Also da muss man genau achten, wie man das genau organisiert, dass man die richtigen Konten hat, möglicherweise mit Wise oder einem ähnlichen Anbieter arbeiten, wo man solche Mehrwährungskonten führen kann. Vor diesem Hintergrund, welche Länder sind denn grundsätzlich attraktiv, wenn man als Rentner sagt, ich möchte aus Deutschland weg und woanders hin? Gibt es denn da so Länder, wo du sagst, okay, das hier ist so meine Top-Liste? Also wir haben auf unserer Webseite eine Liste mit den entsprechenden Ländern. Es sind so rund 30, ein bisschen mehr als 30, die entsprechende Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland haben, wo eben Deutschland nicht das Recht hat, die Rente zu besteuern, sondern das Land, das Wohnsitzland, dann das Recht hat, die Rente zu besteuern. Ob es dann wirklich attraktiv ist im Einzelfall, hängt eben von den jetzt schon besprochenen Faktoren ab. Wie hoch ist meine Rente? Habe ich nur die staatliche Rente? Habe ich private Altersvorsorge? Habe ich betriebliche Altersvorsorge? Habe ich noch Kapitalanlagen und so weiter und so fort? Aber die Voraussetzung, damit ich ja überhaupt hier mögliche steuerliche Vorteile in Anspruch nehmen kann, ist ja die, dass letztlich Deutschland die Rente und auch andere Teile meiner Ruhestandsbezüge nicht besteuert. Und da haben wir eine schöne Liste, packen wir hier in die Shownotes rein. Vielen Dank. Nun, lass uns ganz kurz über so das Problem der Steuerfalle reden. Gibt es oder kannst du mir ein paar Beispiele und ein paar Ausführungen dazu geben, wie der Umzug ins Ausland tatsächlich zu einer Steuerfalle für Rentner werden kann? Wenn ich jetzt einfach umziehe, ohne mir groß Gedanken dazu zu machen und mir denke, naja, es wird schon alles gut werden, dann komme ich zu folgendem Problem. Dann bin ich in Deutschland nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig und die ganzen Vorteile der unbeschränkten Steuerpflicht wie Freibetrag, Steuersplitting für Ehegatten, Sonderausgaben, Abzug von Handwerkerleistungen und so weiter und so fort, kann ich dann nicht mehr nutzen. Ja? Das heißt, ich bin dann für meine Rente in Deutschland weiterhin beschränkt steuerpflichtig und gerade wenn ich jetzt eine geringe Rente nur habe und dann der Steuerfreibetrag von 10.000, 12.000 Euro wegfällt und auch die ganzen anderen Vergünstigungen, dann kann ich sehr schnell dastehen und im Grunde genommen vielleicht nur noch die Hälfte meines Geldes haben. Und damit ist es natürlich wirklich ein Problem. Jetzt gibt es natürlich auch eine Situation, wo Leute ins Ausland ziehen, nicht aus steuerlichen Gründen, sondern aus familiären Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, alle möglichen verschiedene unterschiedliche Gründe. Und die Konsequenz kann manchmal sein, dass sie höhere Steuern im Ausland bezahlen, als sie es in Deutschland tun würden. Was macht man denn dann, wenn man sagt, naja, ich muss aber ins Ausland, meine Kinder sind da, die Gesundheitsvorsorge dort ist besser, was auch immer. Ich möchte aber trotzdem nicht mehr Steuern zahlen. Gibt es da einen Umweg oder ein System, wie man das umgehen kann? Genau, es gibt einen Weg und zwar Rentner, die jetzt letztlich nur ihre staatliche Rente haben oder andere Ruhestandsbezüge, die in Deutschland steuerpflichtig sind, aber jetzt nicht große Einkünfte aus Kapitalträgen und so weiter haben, die können sich freiwillig in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig melden. Ja? Dann bin ich eben auch weiterhin in Deutschland voll steuerpflichtig, zahle weiterhin komplett Steuern auf meine deutschen Altersbezüge, kann aber natürlich auch die Vorteile, die wir ja vorhin kurz angesprochen haben, Steuerfreibetrag, Ehegattensplitting und so weiter, voll nutzen. Ja. Also das heißt, wer jetzt ins Ausland umzieht und auf einmal realisiert, hoppla, hier habe ich jetzt ja aus steuerlicher Sicht möglicherweise einen Fehler gemacht, dem bleibt immer diese Option in den meisten Fällen, um dann die höherliche steuerliche Belastung durch die beschränkte Steuerpflicht zu vermeiden. Super, vielen Dank.
Sebastian, ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass ein Umzug ins Ausland in der Rente ein durchaus komplexer Prozess ist. Und du hast mehrfach gesagt, wie wichtig es ist, dass man sich beraten lässt, dass man sich gut vorbereitet. Wie kannst du mögliche Mandanten dabei unterstützen? Ja, wir unterstützen laufend Mandanten, die ins Ausland umziehen wollen, aus steuerlichen Gründen oder aus anderen Gründen, um hier den Lebensabend zu genießen. Wir kennen viele Steuerberater und Anwälte in den ganzen attraktiven Ländern, die wir auch schon vorhin genannt haben, und können dich dort umfassend begleiten. Das heißt, wir können dir auf jeden Fall helfen mit der Auswahl des richtigen Landes. Wir können dir dabei helfen, den richtigen Steuerberater und Anwalt in dem Land zu finden. Und wir managen das Ganze für dich hier mit unserem deutschsprachigen Team von einem Punkt aus. Wir sind hier dein zentraler Kontakt und Knotenpunkt für dieses ganze Projekt. Und daher melde dich gerne bei uns. Hier in den Kommentaren, in den Shownotes findest du den Link zu unserer Webseite. Melde dich bei uns, buch ein Beratungsgespräch und dann lass uns deinen Umzug ins Ausland planen. Okay, super. Vielen, vielen Dank, Sebastian, für die ganzen Informationen. Bis bald. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.